Über das Aussehen des chinesischen Schopfhundes lässt sich trefflich streiten. Während manche Hundefreunde über die Optik hellauf begeistert sind, belächeln andere das Äußere des quirligen Kerlchens als Ausgeburt eines mutmaßlich überzüchteten Modehundes. Geschichte und Herkunft des chinesischen Schopfhundes. Der possierliche Hund, auch bekannt unter dem Namen Chinese Crested Dog, hat eine faszinierende Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Nach wie vor ist nicht klar, ob die sehr alte Rasse ursprünglich aus China stammt. Fakt ist, dass der Schopfhund eng mit dem mexikanischen Nackthund, dem peruanischen Nackthund und auch dem Chihuahua verwandt ist. Man vermutet daher, dass die Vorfahren des kleinen Hundes aus Mittel- bzw. Südamerika von Seefahrern nach China gebracht wurden. Für die Wahrscheinlichkeit dieser Theorie spricht auch eine Genanalyse aus dem Jahr 2017, bei der man die Gene von über 100 Hunderassen anhand von 13.000 Hunden verglich und dabei eine nahe Verwandtschaft mit dem Chihuahua feststellte. Die Züchtung haarloser Begleithunde hat in China eine lange Tradition. So belegen Quellen die Existenz solcher Hunde schon im 12. Jahrhundert vor Christus und man vermutet, dass die Ahnen des Schopfhundes schon zur Zeit der Han-Dynastie vor rund 2000 Jahren äußerst beliebt waren. Früher war die Haltung der niedlichen Hunde den Herrschenden und Angehörigen der oberen Gesellschaftsschichten vorbehalten. Man züchtete auch größere Varianten, die für die Jagd verwendet wurden. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich die kleinen Vierbeiner von exotischen Kuriositäten zu charmanten Familienbegleitern entwickelt. Ab den 1920er Jahren gelangten erste Schopfhunde in die USA und erregten dort in Ausstellungen mit ihrer nackten Haut großes Aufsehen. Auch in Europa wurde die Rasse immer populärer, selbst wenn sie nach wie vor sehr stark polarisiert. Immer wieder werden Exemplare des chinesischen Schopfhundes in recht fragwürdigen Wettbewerben zum hässlichsten Hund auserkoren. Der Beliebtheit des kleinen Nackedeis tut dies indes keinen Abbruch. So erblickten in Deutschland 1998 erst 37 Welpen das Licht der Welt, während 2011 schon 227 Welpen geboren wurden. Aussehen des chinesischen Schopfhundes. Der Schopfhund hat einen eleganten Körperbau mit einer zierlichen Statur. Laut Rassestandard sollten Rüden eine Widerristhöhe zwischen 28 und 30 cm erreichen, während Hündinnen mit 23 bis 30 cm etwas kleiner sein dürfen. Das Gewicht ist nicht vorgegeben und beträgt in der Regel, je nach Geschlecht, zwischen 2,3 und 5,4 Kilogramm. Die Hunde haben eine Lebenserwartung von 12 bis 14 Jahren. Es gibt zwei von der FCI anerkannte Varianten dieser Rasse: die Hairless-Variante und die Powder-Puff-Variante. Die Hairless-Variante, also die haarlose, verfügt über keine Behaarung auf der Haut des Körpers, während die Powder-Puff-Variante ein dichtes, seidiges Haarkleid besitzt. Der üppige wallende Schopf der Hairless-Variante, auch als Crest bezeichnet, reicht bis zum Hals und kann zum Rücken hin eine Mähne ausbilden. Bei der haarlosen Version weist die unbehaarte Haut verschiedene Farben auf, einschließlich rosa, schwarz, grau oder schokoladenbraun, wobei dunklere Hauttöne bevorzugt werden. Fell wächst dem Nackedei nur um den Kopf und an den letzten 2 Dritteln seiner Rute sowie an Vorder- und Hinterläufen. Typisch bei der haarlosen Variante ist auch, dass die Pigmentierung der Haut, die sich besonders weich, glatt und warm anfühlt, zum Winter hin ab und zum Frühjahr wieder zunimmt. Die Powder-Puff-Variante hingegen hat am ganzen Körper dichtes, seidiges Deckhaar mit Unterwolle, das in verschiedenen Farben und Kombinationen dem Rassestandard entspricht. Ihr Kopf trägt wie die haarlose Varietät den typischen Schopf. Oft ist das Haarkleid zweifarbig und kommt in den Farben Schwarz, Weiß, Creme, Grau, Braun, Aprikot und weiteren Schattierungen vor. Übrigens trägt auch die haarlose Variante des Schopfhundes das Gen für ganzkörperbehaarte Hunde in sich und so findet man in den meisten Würfen auch unterschiedlich stark behaarte Welpen. Wesen, Charakter und Erziehung des chinesischen Schopfhundes. Schopfhunde lieben ihre Menschen. Sie sind freundlich, verspielt und anhänglich gegenüber ihren Besitzern. Die kleinen Vierbeiner bauen enge Bindungen zu ihrem menschlichen Rudel auf und genießen es, in der Nähe ihrer Lieben zu sein.
Wer sich solch einen Hund zulegt, kann sich glücklich schätzen, denn er hat einen Freund für immer gefunden. Neben seinem sensiblen und aufmerksamen Wesen weiß er sich auch in der Öffentlichkeit bestens zu benehmen und ist daher stets ein unkomplizierter Begleiter, sofern er ein Mindestmaß an Erziehung genossen hat. Der Schopfhund ist zudem besonders neugierig und verspielt. Er zeigt eine hohe Lernbereitschaft, was seine Erziehung enorm erleichtert. Trotz ihrem liebevollen und intelligenten Charakter sind die Hunde durchaus wachsam und reagieren dementsprechend auf unbekannte Geräusche oder Vorgänge. Clever sind sie aber beileibe nicht. Konsequenz in der Erziehung ist dennoch bereits ab dem Welpenalter gefordert. Wenn Sie nicht wollen, dass der erwachsene Hund liebgewonnene Plätzchen, wie zum Beispiel das Fußende im kuscheligen Bett, für immer für sich beansprucht, dürfen Sie ihn auch als noch so knuddeligen Welpen dort nicht schlafen lassen. Mit Kindern kommt der anhängliche Hund bestens zurecht. Man sollte aber darauf achten, dass Kinder die Rückzugsräume des kleinen Hundes respektieren und ihn dann auch in Ruhe lassen, wenn er einmal seine Ruhe haben möchte. Mit anderen Haustieren kommen chinesische Schopfhunde gut aus. Auslauf, Pflege und Haltung des chinesischen Schopfhundes. Beim Gassigehen wird man sie sicher öfters auf die Nacktheit, sofern es ein herrliches Schopfhund ist, ansprechen. Mancher Zeitgenosse wird sie auch kritisieren und ihnen eventuell die Förderung von Qualzuchten vorwerfen. Auch wenn die kleinen Vierbeiner auf den ersten Blick besonders zierlich und zerbrechlich wirken, sind sie recht robust und haben auch gegen einen Spaziergang an einem frostigen Wintertag nichts einzuwenden. Wichtig dabei ist, dass der Hund immer in Bewegung bleibt. Ein haarloser Schopfhund braucht an kalten Tagen auf jeden Fall ein wärmendes Hundemäntelchen. Die intelligenten Hunde benötigen auch geistige Herausforderungen, damit sie sich nicht langweilen oder Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Apportieren oder Versteck- und Suchspiele machen ihnen besonderen Spaß. Da der Schopfhund als Sichtjäger einen ausgeprägten Jagdtrieb hat, sollte man seine Abrufbarkeit rechtzeitig einüben und ihn nur dann von alleine lassen, wenn keine Gefahr besteht, dass er Kleinwild wie zum Beispiel Hasen nachjagt. Im Sommer müssen Sie Ihren haarlosen Schopfhund auf jeden Fall vor zu viel Sonneneinstrahlung schützen. Gerade hellhäutige Hunde können sich schnell einen Sonnenbrand zuziehen. Verwenden Sie dazu am besten eine Sonnenmilch mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Hält sich der Hund öfters in der Sonne auf, bekommt er, wie der Mensch, einen dunkleren Teint und ist gegenüber der UV-Strahlung auch nicht mehr so empfindlich. Schopfhunde benötigen regelmäßige Bäder, um die empfindliche Haut sauber zu halten. Verwenden Sie milde hypoallergene Shampoos, die speziell für Hunde geeignet sind, um Hautreizung zu vermeiden. Da die Haut ohne ein schützendes Fell schnell austrocknet, sollte man sie mit einer speziellen Feuchtigkeitscreme oder Lotion pflegen. Ein Vorteil der nackten Variante ist, dass ein nasser Hund seine Umgebung kaum mit dem typischen Hundegeruch belästigt. Die Powder-Puff-Variante hingegen hat ein dichtes, seidiges Fell, das regelmäßiges Bürsten erfordert, um Verfilzungen zu vermeiden. Rassetypische Krankheiten des chinesischen Schopfhundes. Der Schopfhund gilt zwar im Allgemeinen als gesunde Rasse, kann jedoch bestimmte rassetypische Gesundheitsprobleme entwickeln. 1999 erstellte die Bundesregierung ein sogenanntes Qualzuchtgutachten, das Zuchtverbote für Nackthunde empfiehlt. Es ist erwiesen, dass das Gen, welches für die Haarlosigkeit verantwortlich ist, auch zu weiteren Krankheiten oder Defekten führen kann. So gibt es bei der haarlosen Variante immer wieder Hunde, die keinen vollständigen Zahnapparat ausbilden. Daneben sind die Hunde allgemein anfällig für Zahnprobleme, einschließlich Zahnsteinbildung und Zahnfleischerkrankungen. Auch die Augen des Hundes gelten als empfindlich. Tränenfluss, Hornhautverletzungen oder Augenentzündungen kommen häufiger vor. Einige Schopfhunde neigen genetisch bedingt zu einer Verlagerung der Linse im Auge, die in der Folge zu grünem Star führen kann. Glücklicherweise gibt es hierzu einen Gentest, den jeder seriöse Züchter bei seinen Zuchthunden durchführen sollte. Auch für die progressive Retina-Atrophie kann der Schopfhund anfälliger sein. Bei der PRA degeneriert die Netzhaut des Auges allmählich und führt zu einem fortschreitenden Verlust der Sehkraft. Schopfhunde sind, wie viele kleinere Rassen, anfälliger für Patellaluxationen,
bei denen die Kniescheibe aus ihrer normalen Position springt. Dies kann zur Lahmheit führen und in schweren Fällen eine chirurgische Behandlung erfordern. Wenn Sie sich für den kleinen Nackedei interessieren, sollten Sie in jedem Fall einen verantwortungsvollen Züchter wählen, der auf die Gesundheit seiner Hunde achtet und Ergebnisse entsprechender Vorsorgeuntersuchungen vorlegen kann. Um die Gesundheit der Rasse zu garantieren, sind auch behaarte Exemplare in der Zucht wichtig, da sich ansonsten der Gendefekt, der zu einem Fehlen der Zähne führt, verstärkt durchsetzen würde.